2020 Caravansalon in Düsseldorf. Ja, Challenger und Ford. Eine tolle Symbiose, aber das Fahrzeug gibt es nicht nur auf Ford-Basis, wenn du dich mal kurz vorstellst. Ja, ich bin Carsten Streter, der Vertriebsleiter von Challenger. Und es ist richtig, was du gesagt hast. Wir bieten das Fahrzeug wahlweise auf Ford oder eben auf Fiat an. Ja, Ford ist stark im Trend, ist neu dabei. Was spricht denn für Ford? Ja, Ford hat ein unheimlich nettes Interieur. Man fühlt sich wie in einem PKW, während das Ganze auch noch zu einem sehr erschwinglichen Preis zur Verfügung steht. Also der Ford ist einfach beliebt. Ja, es ist auch nicht immer der gleiche Auftritt wie ein Fiat Ducato, den man ja sehr, sehr oft sieht. Ich persönlich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist ein bisschen wertiger vom Look, oder? Ja, richtig. Also wie ich es gerade schon gesagt habe, der PKW-Look ist klar zu erkennen. Ja, die Ablagen sind so, wie man sich das vorstellt, auch zum Beispiel im Ford Kuga. Und man fühlt sich einfach gleich heimisch. Ein, zwei Worte zu Challenger. Wie lange ist die Firma denn schon auf dem Markt? Also Challenger gehört zur Trigano-Gruppe und die Marke selbst existiert nun seit 36 Jahren. Und der Hauptsitz des Unternehmens ist in Frankreich, in Tournon-en-Saône. Ja, und sind auch in Deutschland sehr beliebt. Man sieht sie sehr, sehr oft. 6,40 Meter, das ist so eine Länge, die unglaublich beliebt ist. So die Leute sagen so bis 6 Meter, aber 6,40 Meter, das ist noch sehr kompakt. Ja, das ist sehr kompakt. Man kann auch gut bei Kurztrips in Städten und so weiter reisen. Man findet schnell Parkplätze und man hat bei diesem Modell, welches wir gleich von innen sehen, ein wunderbares Raumgefühl. Ja, wir schauen uns das Fahrzeug mal von hinten an, denn das Thema Campen wird ja immer beliebter. Mit solch einem Fahrzeug könnte man ja noch den Alltag bestreiten mit einigen Einschränkungen. Das heißt, es gibt ja auch Leute, die verkaufen ihr PKW und fahren in dem Fahrzeug das ganze Jahr. Ja, die soll es geben, sicherlich, ja. Aber für meinen Geschmack gibt es diese eierlegende Wollmilchsau nicht. Es ist sehr kompakt, sehr gut für die Stadt. Für den Alltag, denke ich, ist ein PKW durchaus noch interessant. 6,40 Meter, ja, da kriegt man nicht überall einen Parkplatz, das kommt dann mit hinzu. Aber es ist eine ganz beliebte Größe. Wir werden auch mal zeigen, man fährt hier nicht ein Bett spazieren, sondern das Bett ist gut verstaut. Hier sind die Zusatzteile, die da sind. Die Garage ist sehr, sehr hoch, Fahrräder kein Problem. Genau, die Fahrräder passen rein. Außerdem findet man in unseren Garagen immer eine Heizung, ebenso einen Stromanschluss, sodass man auch auf dem Campingplatz verschlossene Fahrräder sehr gut platzieren kann und auch die E-Bikes nachts laden kann. Ja, ich habe einen Zugang von innen. Ich habe einen Zugang von innen, genau. Man kann Wasserkästen, Ähnliches vor die Tür stellen und kommt so auch vom Innenraum gut an die Getränke. Ja, die Aufbautür, die ist besonders breit, stimmt das? Das stimmt, ja. Sie ist 60 cm breit und verschafft so eben den nötigen Freiraum. Das Ganze gibt es mit dem Fliegennetz dabei und so hat man auch den nötigen Schutz, wenn abends die Lichter innen leuchten. Ja, 53.599 € das ausgestellte Fahrzeug. Ist das günstig? Ja, das ist ein sehr guter Preis. Wir sprechen hier von der Start Edition und die Start Edition ist bei unseren Kunden beliebt, die eben ein vernünftiges Auto möchten mit einer tollen Ausstattung für einen sehr günstigen Preis. Das ist so, ja. Great All-Season Insulation. Was heißt denn das? Ja, das ist, wir machen auf unsere Isolierung aufmerksam, ja. Und zwar haben wir besonders dicke Böden und besonders dicke Dächer. Und somit ist es nicht nur im Sommer, wenn die Sonne drauf knallt, sehr angenehm im Fahrzeug, sondern auch im Winter, beim Wintercampen, beim Skilaufen sehr gut nützlich. Winterfest das Fahrzeug? Ja, man kann es als solches bezeichnen. So, wir gehen am besten mal rein. Die Start Edition, das bedeutet, ich bekomme viel für mein Geld? Ja, man bekommt sehr viel für sein Geld, auch wenn wir hier von der Start Edition sprechen. Dieses Fahrzeug gibt es insgesamt in 3 Varianten. Start ist der Einstieg, Graphit VIP die nächste Variante und die High-End-Version heißt bei uns Graphit Premium. Die ist immer mit drin, die Klimaanlage fürs Fahrerhaus? Und die ist immer als Standard mit drin, genauso wie der zweite Airbag. Ich habe schon von den Dächern und Böden gesprochen, die besonders dick sind. Ebenso die Zertifizierung Grad 3, die in einer Kältekammer eine sehr gute Isoliereigenschaft messbar macht. Und was auch sehr toll ist, das Panoramadachfenster im Fahrerhaus, welches auch zu öffnen ist und riesengroß. Ja, ich komme hier leicht rein. Ich habe 2 Stufen, eventuell mit einer Trittstufe, dann wie sie hier montiert ist 3. Und ich habe einen großen Spiegel direkt am Eingang.
Ja, das ist richtig. Das ist die Garderobe. Auch Kleiderhaken findet man dort. Eine schöne indirekte Beleuchtung. Also ähnlich wie zu Hause. So, die Bedienelemente direkt am Eingang. Sehr leicht zu bedienen. Man kann das Licht zentral an- und ausschalten. Und man kann die Außenbeleuchtung zusätzlich von innen eben einschalten. Genauso das Licht auch dimmen. Ja? Und es ist sehr angenehm, auch nachts. Sehr schön, Ambientebeleuchtung, das große Thema. Jetzt ist hier natürlich eine Art Putzlicht eingebaut. Die Fahrzeuge sollen sehr hell sein auf der Messe und da kommt die Ambientebeleuchtung vielleicht nicht immer zwingend zum Tragen. So das Pkw-Ambiente, das ist sehr schön zu sehen. Gerade Ford und Mercedes-Benz haben ja viele Systeme jetzt eingebaut, die der Sicherheit dienen und ganz große Audiosysteme mit großen Bildschirmen, korrekt? Genau, also der Kunde kann sehr gut auch beim Navigieren ablesen und auch wenn die Rückfahrkamera beim Einparken eingeschaltet wird, dann wird die über diesen Monitor dargestellt. Ja, die sind entsprechend drehbar, die Sitze. Wir haben jetzt mal das ein klein wenig simuliert. Das heißt, wenn ich das Bett, was hier oben drüber tatsächlich ist, was gar keinen Platz wegnimmt im Moment, ja, wenn ich das herunterlasse, dann sind einige Vorbereitungen zu treffen. Das geht aber sehr schnell. Das ist richtig. Also es sind im Prinzip 2 Handgriffe. Das Schöne hier, ich habe eine ganz besonders große Sitzfläche. Wir sehen, den Tisch haben wir schon versenkt. Und durch die Versenkung des Tisches können wir das Bett bis auf die Sitzfläche herunterlassen, ohne dabei die Rückenlehnen zu entfernen. Das ist sehr bequem und geht mit einem Handgriff. Genau, das Ganze ist elektrisch auch noch. Es ist sehr, sehr tragfähig. Das heißt, auch etwas schwerere Personen können da problemlos drauf. Das Besondere ist, glaube ich, auch, es geht in jeder Situation zu nutzen. Das heißt, ich muss es nicht ganz runterfahren. Genau, also ich kann das in verschiedenen Höhen benutzen und habe so eben den nötigen Freiraum, auch wenn mal ein Enkelkind oder 2 mitfahren. Ich kann den unteren Bereich als Zusatzbett umfunktionieren und halte dann eben das Bett nicht mehr in der tiefsten Position, sondern in der mittleren. Carsten, deine Größe? Meine Größe ist 1,82 Meter Ja. Und ich passe da ganz gut rein. Genau, nicht nur gut rein, sondern du passt sogar stehend darunter. Man merkt das, also das ist schon beeindruckend. Das heißt, ihr habt das Hubbett so gebaut, dass es funktioniert, aber da ist noch ein bisschen Platz. Das heißt, die Auflagen können auch drauf liegen bleiben. Genau, das komplette Bettzeug bleibt drauf. Die Kissen und sämtliche Decken können während der Fahrt da oben gut verstaut werden. Ja, da gibt es einen Schlüssel für. Das Ganze soll ja auch nicht von jedermann einfach so bedient werden. Du hast den Schlüssel dabei? Ja, ich hole ihn mal. Sehr schön, ja, da vorne. Ich zeige auch schon mal in der Zeit das Fahrerhaus, wie das Ganze integriert ist. Hier vorne ist das große Panoramafenster. Das ist hier mit dabei. Und da habe ich wirklich viel, viel Luft, oder? Sehr, sehr schick, ja. Und man hat wirklich sehr, sehr viel Platz, auch jetzt hier im Küchenbereich. Das ist sehr, sehr offen. Also ich habe ja normalerweise, wo ich jetzt hier das Bett habe, habe ich einfach nur puren Raum, habe ein Heckbad mit drin, das werden wir gleich mal sehen. Das kommt dem Raum auch sehr, sehr zugute. Das Thema Hubbett und Wohnmobil, das ist natürlich sehr, sehr interessant. Ja. So, hier bin ich, den Schlüssel habe ich dabei. Sehr schön. Wenn du mich da mal kurz durchlässt, Ja. dann will ich den auch gerne stecken. Warum brauchen wir einen Schlüssel? Ganz einfach. Warte mal, ich zeige das mal gerade, wo das ist. Genau, Dort. es ist eine Kindersicherung, ja, damit die Kinder an dem wirklich leicht zugänglichen Schalter nicht einfach spielen. Machen wir das mit einem zusätzlichen Schloss, damit die Großeltern, Eltern das Ganze absperren können. Ja, hier sieht man es, den Tisch haben wir ja schon versenkt. Das ist ein ganz einfacher Schalter, mit dem man den Tisch bewegt, ebenso das Hubbett. Und während ich jetzt hier drücke, können wir auch das Hubbett dabei verfolgen. Achtung, bitte mal zurückgehen. Man sieht, wie schnell das Ganze funktioniert. Und man sieht auch, dass ein doppeltes Hubbett für 2 Personen bis zu 250 Kilo Traglast hat. Ja, ich hab noch sehr, sehr viel Licht in dem Fahrzeug. Normalerweise ist es so mit Hubbett, da hat man gar kein Licht. Ihr habt dafür gesorgt durch ein großes Fenster? Genau, durch ein riesiges Fenster, welches auch zum Öffnen ist. Das ist der Kick an dem Ganzen. Und ja, ich liebe es, auch wenn man am Strand oder an der Küste irgendwo übernachtet und die Sicht da genießt, ist einfach wunderbar. So, das Bett ist jetzt ganz unten. Ich könnte es aber auch in der Position halb hoch auch benutzen, richtig?
Genau. In dieser tiefen Position ist es gedacht, um einfach ganz leicht ins Bett zu steigen, ganz bequem, so wie zu Hause. Und in der darüberliegenden Position, wie ich es vorhin schon kurz erwähnt habe, ist der Tisch unten noch als Bettfunktion umzubauen. Also ich zeige das mal, wenn ich mich hier so draufsetze, ganz bequem, ganz locker, ganz easy sitze ich hier und somit ist es auch wie in meinem Bett zu Hause leicht zu benutzen. Okay, ich habe es verstanden. Das heißt also, die Leute, die etwas mehr Möglichkeiten haben zu klettern, die können hier eine Leiter einhängen? Genau, die hängen hier eine Leiter ein, allerdings nicht in der tiefen Position, sondern die Leiter ist gedacht, um das Ganze eben als Doppelbett zu benutzen. Also 2 Personen schlafen oben in dem eigentlichen Hubbett und wenn ich das hochfahre, ungefähr in diese Position, dann wird unten der Raum frei und ich kann unten durch Zusatzpolster, die wir gerade vorhin im Kofferraum oder in der Garage schon gesehen haben, umfunktionieren. Ja, ein ganz tolles Raumkonzept. Viele sagen ja, ich fahre mein Bett nicht spazieren. Ich bin jetzt auf 6,40 Meter, unglaublich kompakt. Das ist wohl wahr. Und wenn ich das hoch mache, dann sieht man erstmal diesen kompletten Raum. Und jeder, der schon mal im Wohnmobil gereist ist, weiß, dass genau da im Wohnbereich der Raum in der Regel immer sehr eingeschränkt ist, was hier völlig anders ist. Und jeder denkt, dass das Auto viel länger sein müsste. Ja, ich fahre das Bett nicht extra spazieren, es ist oben drüber. Ihr habt Lampen integriert ins Bett, das macht die ganze Sache sehr hell. Und da ist dann direkt die Küche. Ich habe einen sehr offenen Raum, ich bin nicht so eingesperrt im Wohnmobil. Ja, das stimmt. Und die Küche hat eine seitliche Ablage, um das Ganze zu erweitern beim Kochen eben, ja. Und ansonsten kann ich diese riesige Sitzlounge daneben auch benutzen, um einfach mir es bequem zu machen. Es müsste doch eigentlich fast jeder ein Hubbett jetzt kaufen. Also wenn man das sieht, was man machen kann, das ist hoch belastbar. Es klappert wahrscheinlich auch nicht. Ich habe nicht die Möglichkeit, das irgendwie zu arretieren, nehme ich an. Das muss ich nicht unbedingt machen, das hält so. Genau, ich fahre es einfach hoch, dann ist es in der Endposition eingerastet und so kann ich mich sehr gut bewegen. Und ich nehme an, das läuft gut mit den Hubbetten bei euch? Ja, also wir sind sehr zufrieden. Viele Kunden mögen diese Hubbett-Variante, weil man einfach diesen großen Raum im Wohn- und Schlafbereich hat. Ja, das muss man einfach mal wirken lassen, wie groß der Raum wirklich ist. Wenn ich das jetzt hier sehe, also wer sich da ein bisschen auskennt im Bereich Wohnmobile, so ein Raum auf der Größe, das gibt es normal nicht. Das heißt, das Bett ist ja das Allumfassende, dann meistens im Heck. Und da ist das Bad. Genau. Und durch dieses neue Raumkonzept und die Kürze des Fahrzeuges von 6,40 Meter habe ich eben zusätzlich eine Möglichkeit, in ein riesen Raumbad einzubauen. So, schauen wir uns am besten gleich mal an. Der Kühlschrank darf natürlich auch nicht fehlen. Und ich kann hier meinen Fernseher noch einbauen, oder? Genau. Da ist ein TV-Halter schon, ja. Da passt ein großer Fernseher rein, sogar 24 Zoll, also fast wie zu Hause. Und das ist sehr gut aufbewahrt und man kann das Ganze auch sehr, sehr schnell eben ausfahren. Viele Stauräume, auch um Kleidung zu verstauen. Die Wertstabilität eines solchen Fahrzeuges, auch wenn ich mich jetzt dafür entschieden habe, die Familie wird mal größer, sage ich jetzt mal, ich bekomme das immer wieder los im Moment. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, das ist wohl wahr. Also der Gebrauchtwagenmarkt ist wie leer gefegt, ja. Und wir machen sehr gute und attraktive Angebote auch für Neuwagen, sodass wir da wirklich noch eine Alternative zum Gebrauchten bieten können. Patricia, mal kurz öffnest. Wir zeigen das mal gerade. Das ist das Bad. Das heißt, dort am Spiegel ist bereits das Ende vom Fahrzeug? Nein, am Spiegel ist der wunderschöne Kleiderschrank. Den können wir jetzt mal sehen. Wow. Also das ist ein riesen Kleiderschrank. Nochmal, wir sind in einem Fahrzeug mit nur 6,40 Meter Länge. Das hast du noch nie gesehen, ne? Nein, also ich habe vorher schon in das Fahrzeug reingeschnuppert, deswegen wusste ich, dass jetzt sowas auf uns zukommt. Aber vorhin habe ich auch gedacht, Wahnsinn, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Eher mit so einem kleinen Medikamentenschrank oder so. Unterwäsche und so weiter, das kann man in die Rollfächer reinlegen. Und ja, ich habe wirklich unvorstellbar viel Platz. Das ist ja mal ganz gut, oder? Ja, das stimmt wohl. Also ich sage immer, während die meisten Männer sich von dem tollen Motor des Fords begeistern lassen, sind
spätestens im Heck des Fahrzeuges unsere Damen auch begeistert. Ja, dann der Spiegel erweitert den Raum nochmal. Hier ist die Tür, die wir von draußen gesehen haben, mit dem Durchgang. Da liegt auch direkt die Leiter. Und da sind noch diverse Kissen. Das heißt, ich nehme an, dass ich das Bett unten dann noch umbauen kann. Genau, die brauchen wir für den Umbau. Das ist alles serienmäßig schon mit dabei, sodass man die Engel gerne mitnehmen kann. Ja, eine Waschmöglichkeit. Eine Dusche ist auch dabei. Genau, die Dusche haben wir auf der rechten Seite. Das Ganze schiebt sich nach links. Ich zeige das mal gerade. So kann ich praktisch den Spiegel auch als Schminkspiegel über dem Waschbecken nutzen, direkt neben der Lampe. Und ja, ich habe ein tolles Waschbecken, ein sehr großräumige Ablagen noch dazu und natürlich ein dahinterliegendes Fenster, welches für die gute Durchlüftung sucht, auch beim Duschen. Und wenn mal der Gang auf die Toilette notwendig sein sollte, dann kann man einfach ein Fenster öffnen. Ich kann mich komplett vereinzeln durch den Vorhang, hätte ich fast gesagt, durch die Schiebetür. Das ist schon gut gemacht. Eine weiße Schiebetür, auch ganz schick, oder? Ja, das passt gut zum Interieur. Viele benutzen den Raum natürlich auch nicht nur, um da drin zu duschen oder das Bad zu benutzen, sondern eben auch als Ankleideraum. Ja? Und am Campingplatz muss ich nicht immer alle Fensterscheiben zumachen, sondern schiebe einfach die Verriegelung oder die Schiebetür zu und damit habe ich einen eigenständigen Raum. Ja, Vorteil ist auch noch, wenn ich mal Leute eingeladen habe, es ist immer schön sauber und aufgeräumt, die müssen ja das Bad nicht unbedingt sehen. Genau. Und hier habe ich eine ganz große Scheibe mit drin. Das ist ja mal eine Dusche für ein kleines Wohnmobil, sage ich mal, 6,40 Meter. Ja, da hat man ausreichend Platz. Und auch so kleine Raffinessen sind dabei, wenn man nasse Kleidung aufhängt zum Beispiel. Das sehen wir oben am Fensterrahmen, da ist ein schöner Bügel. Ja. Also so viele Kleinigkeiten, die das Leben an Bord bequemer machen. Ja, 6,40 Meter. Wir lassen sie noch mal kurz raus, die Patricia. Denn, so, hier vorne habe ich dann noch... Jetzt mal eine Frage, der Tisch ist auch elektrisch höhenverstellbar, korrekt? Genau, also in allen unseren Fahrzeugen, in denen wir kein Festbett haben, also in denen ausschließlich ein Hubbett zu finden ist auch der Tisch elektrisch verstellbar. Kann man das ausprobieren? Ah ja. Das heißt, da habe ich dann halt auch die richtige Höhe, wenn ich mal was essen möchte. Genau, also wenn ich mir das bequem mache, abends bei einem Glas Bier, dann ist der Tisch auch mit Besuch sehr gut zu nutzen. Und wir haben die Möglichkeit, den noch zu verdoppeln, indem ich einfach die Klappe hier erweitere. Und jetzt ist das Fahrzeug sehr gut geeignet, um hier mit 5, 6 Personen bequem abends ein Glas Wein zu trinken. Starkes Raumkonzept. Also auf 6,40 Meter habe ich einen riesen Innenraum. Wahrscheinlich der Star ist man dann auf dem Campingplatz. Leute wollen das sehen, denn das normale Konzept ist ja ganz anders. Also man kommt rein, hat denn, ich sag mal, hinten ein dominantes Bett, was vielen ja auch ganz, ganz lieb ist. Das muss man mögen hier, so ein Hubbett. Ja, also ich denke, wenn man das normale Fahrzeug mit diesen besonderen Raumlösungen vergleicht, dann wird man sehr schnell den Unterschied erkennen. Und ja, viele, die noch mit einer Vorstellung hierher gekommen sind, ein Einzelbettfahrzeug haben zu wollen, denen gefällt eben dieses tolle Raumkonzept, weil es einfach viel mehr Nutzen bietet. Toll. Also ich bin wirklich überzeugt. Wir gehen am besten mal raus. Der Preis ist natürlich auch entscheidend. Das Fahrzeug, das Zugfahrzeug ist ja dabei, nehme ich an. Das ist ja dran geschraubt, sage ich jetzt mal. Und da ist es. 250 Start-Edition von Challenger. Das ist das Modelljahr 2021. Die Zuladung ca. 550 Kilogramm. Ist das realistisch? Hier steht's. Ja, das kommt hin. Und ja, hier sind schon einige Extras mit serienmäßig. Ja, kann man gut sehen. Und zusätzlich das Connect-Paket, bestehend aus der Rückfahrkamera, dem schönen Gerät, was wir in der Mittelkonsole gesehen haben, mit dem großen Monitor, als DAB-Radio zu benutzen oder mit Erweiterung auch als Navigation. Sehr schön. Ja, das hier ist wirklich eine Verkaufsmesse. Das heißt, man kann hier beraten werden und ich kann aber auch gleich kaufen. Genau richtig, man kann die bestellen. Deswegen wird die Messe auch sehr gerne von Endkunden benutzt, weil man einfach den Vergleich sofort hat. Man kann sich verschiedene Grundrisse angucken, man wird beraten, man bekommt ein tolles Angebot und ja, man kann das Fahrzeug bestellen und im Frühjahr ist es dann zur Verfügung.
In diesem Jahr wurde zum ersten Mal vorreserviert. Das heißt, die Karten gab es nicht für Spontankäufer zu kaufen. Man musste sie im Internet kaufen. 20.000 Menschen pro Tag Limit. Die Leute, die kommen, kaufen gerne. Ja, also man kann ja schon wirklich feststellen, dass natürlich insgesamt weniger Kunden jetzt gerade die Messe besuchen. Aber die Kunden, die sich dafür entscheiden, die haben auch echtes Interesse und die mögen das. Und ja, wir haben die Kunden sind dann auch gleich dabei zu bestellen. Das Händlernetz in Deutschland, ist das gut von Challenger? Ja, wir haben insgesamt 40 Händler, flächendeckend auf Deutschland verteilt und das sorgt natürlich dafür, dass man ja überall Handelspartner findet und vor allen Dingen auch die Servicearbeiten machen kann, zum Beispiel den Kundendienst nach einem Jahr oder die Dichtigkeitsprüfung. Und ja, das ist sehr angenehm zu wissen, dass man gut aufgehoben ist. Ja, da ist er, das Startmodell. Und ihr habt sogar hier vorne einen Wegweiser angebracht. Euer Stand bei Challenger ist wirklich sehr groß. Wir schauen uns gleich mal ein weiteres Modell an mit Hubbett, was noch etwas größer ist. Genau, das Modell, was wir gerade gesehen haben, ist sozusagen in diesem Großraumkonzept der Einstieg. Das nennt sich 250, also 250. Und der große Bruder 260 ist 7 Meter lang oder knapp unter 7 Meter und hat entsprechend mehr Raum. Vielen Dank.